Ich habe hier eine Mischung aus Sand- und Markknochen und genau die Kombi finde ich für Knochenbrühe am besten. Die Knochen gehen jetzt erstmals in den Ofen bei 22 Grad Ober- und Unterhitze für ungefähr 40 bis 45 Minuten. Und die Zwiebel halbierst du einfach und legst sie direkt mit dazu, damit sie auch schön rosten und Farbe ziehen. Markknochen liefern deutlich mehr Geschmack und mehr Fett. Genau deshalb mag ich die Mischung so gern. Ich persönlich lande meistens ungefähr beim 60% Sandknochen und 40% Markknochen, aber das kannst du natürlich mischen, wie du willst. Während die Knochen rösten, rösten wir noch kurz die Gewürze an. Dafür kommt noch eine trockene Pfanne auf mittlere Hitze. Erst kommen die Pfefferkörner und die Koriandersamen rein, ganz ohne Öl. Dieses kurze Anrösten ist wichtig, weil sich die ätherischen Öle besser lösen und die Gewürze dadurch aromatischer, wärmer und runder schmecken. Das macht am Ende deutlich mehr Tiefe in der Brühe. Nach ungefähr 40 Sekunden gebe ich die Nelken dazu und 20 Sekunden später ist Schluss. Länger würde ich die Nelken nicht drehen lassen, die werden dir sonst schnell bitter. Sobald die Knochen schön geröstet sind, wandern sie in den Topf. Die gerösteten Zwiebeln kommen mit rein, dann die angerösteten Gewürze, die Lorbeerblätter, der Knoblauch und der Ingwer. Beim Ingwer und bei den Koriandersamen kannst du ein bisschen spielen. Du kannst sie entweder von Anfang an dazugeben oder eher ungefähr 2 Stunden vor Schluss. Wenn du sie von Anfang an dazu gibst, wird die Brühe insgesamt wärmer, runder und tiefer. Der Ingwer verliert etwas von seiner Schärfe und bei den Koriandersamen wird die zitronige Frische sanfter eingebunden. Gibst du beides erst später dazu, bleibt das Aroma frischer und präsenter. Ich gebe sie lieber direkt am Anfang dazu, weil ich genau dieses tiefe Aroma in der Brühe haben will. Jetzt kommt Wasser dazu, bis alles ordentlich bedeckt ist und danach ein guter Schuss Apfelessig. Das hilft dabei, dass sich Kollagen aus Bindegewebe, Knörperresten und den Strukturen rund um den Knochen besser lösen kann. Aber keine Sorge, den Essig schmeckst du später nicht raus. Salz gebe ich jetzt ganz bewusst noch nicht rein. Im Moment wollen wir vor allem, dass sich möglichst viel Kollagen sauber aus den Knochen lösen kann. Gesalzen wird ganz am Ende, wenn die Brühe fertig ist und wir wissen, wie viel Flüssigkeit überhaupt übrig geblieben ist. Jetzt bringst du den Topf langsam auf Temperatur, aber wichtig ist, kein wildes Sprudel kochen. Was du willst, ist ein sanftes Sieden irgendwo zwischen 90 und 95 Grad. Ideal sind für mich ungefähr 92 Grad, also schon Bewegung in der Brühe, aber eben kein aggressives Blubbern. Und warum ist das so wichtig? Wenn du die Brühe zu heftig kochst, werden Fettpartikel in die Flüssigkeit geschlagen und emulgieren. Gleichzeitig möchten wir dem Kollagen Zeit geben, sich schonend über viele Stunden zu lösen und in Gelatine überzugehen. Wenn du das dauerhaft zu heiß fährst, können diese langen Kollagenstrukturen stärker zerfallen und in kleinere Ketten übergehen. Das Ganze muss mindestens 12 Stunden laufen, aber besser 24. Warum mindestens 12 Stunden? Weil Kollagen ziemlich fest im Bindegewebe, Gelenkflächen und Knorpelstrukturen sitzt und das löst sich einfach nicht mal schnell in ein paar Stunden raus. Klar, nach ein paar Stunden hast du schon genug Geschmack, aber noch nicht diese Tiefe und noch nicht diese gelierende Kraft, wegen der man überhaupt Knochenbrühe kocht. Also, wenn du willst, dass die Brühe später wirklich kollagenreich ist, dann brauchst du einfach Zeit. Und genau das ist hier ja der Punkt. Wenn du die Zeit hast, geh auf 24 Stunden. Du kochst dann zwar lange, aber eben gleich eine größere Menge und genau das macht es am Ende so praktisch. Und noch was, das Fett, das schon beim Rösten aus dem Knochen ausgetreten ist, kannst du auffangen und einfach durch ein feines Sieb geben. Daraus kannst du dir ein richtig geiles Rinderschmalz zum scharfen Braten aufheben. Das ist kein Nebenprodukt, das ist ein richtig geiler Bonus. 2 Stunden bevor die Garzeit vorbei ist, kommen dann noch 3 grob geschnittene Karotten, 200 Gramm Staudensellerie und der grüne Teil einer Lauchstange dazu. Du kannst natürlich auch anderes oder mehr Suppengemüse nehmen, aber für mich ist das so schon richtig gut. 1 Stunde vor Schluss kommt dann noch die Petersilie dazu. Die braucht nicht ewig, aber sie gibt die Brühe hinten raus noch eine frische grüne Note. Nach der langen Kochzeit wird alles einmal durch ein feines Sieb abgegossen. Dann kommt der Topf mit der Brühe über Nacht in den Kühlschrank. Dieser Schritt ist wichtig, weil sich oben eine feste Fettschicht bildet. Gerade die Markknochen haben ordentlich Fett abgegeben und das bringt zwar Geschmack, aber wir wollen am Ende eine magere Brühe. Also am nächsten Tag einfach die feste Schicht oben abnehmen. Danach bringst du die Brühe nochmal zum Kochen. Es gibt Leute, die die Brühe danach nochmal durch ein Passiertuch ziehen. Kann man machen. Ich mag's nicht, einfach weil ich sie schon so völlig in Ordnung finde. Erst
Erst jetzt wird gesalzen und zwar bezogen auf das Endgewicht der Flüssigkeit. Ich gehe da auf ungefähr 0,4 bis 0,5%. Am Ende hatte ich rund 6,5 Liter bzw. 6,5 Kilo Brühe und bin deswegen ungefähr bei 33 Gramm Salz gelandet. So ist sie nicht geschmacklich flach, bleibt aber neutral genug, damit du sie später für ganz verschiedene Gerichte einsetzen kannst. Zum Schluss kochst du einfach Gläser aus, füllst die Brühe ein, schraubst sie zu und lässt die Gläser ein paar Minuten auf dem Kopf stehen. So hast du Knochenbrühe auf Vorrat. Echtes, flüssiges Gold im Regal. Und bei guter Lagerung hält dir das locker bis zu 6 Monate. Du investierst einmal Zeit und hast danach eine richtig starke Basis für Suppen, Soße, Eintöpfe und alles, wo du mehr Tiefe willst. Und vor allem hast du genau das, worum es hier geht. Knochenbrühe mit ordentlich Kollagen auf Vorrat.